Danke. The end of the trip. Also Leute, es geht jetzt zum Flieger. Wir fliegen nach Las Vegas. Neue Zeit beginnt. Der Jakobs letzte Phase vorm Camp. Here we go. Hey. Auf zum Flieger. Bro, was soll das denn? Bisschen Novoline, weißt du, direkt am Gate. Don't stop. Also wir sind hier aus dem Gate gerade gekommen, vor 100 Metern. Und hier stehen einfach Spielautomaten. Welcome to Vegas. Hier in Vegas kannst du bis zur letzten Minute zocken. Bis zur letzten Minute, bis dein Fliegertür schon schließt, kannst du noch ein bisschen verdammen. Beim Phoenix Trip hat Philipp seinen Pass und meine Jacke im Flieger gelassen. Diesmal, ich habe meinen Anzug vorne abgegeben, ganz wie so ein richtiger Businessman an die Leute und habe meinen Anzug eiskalt im Flieger liegen gelassen. Jetzt müssen wir warten, bis die Stewardessen rauskommen und uns den Anzug bringen. Genau, kleines Missgeschick, aber eigentlich kostet es uns nur eine gute halbe Stunde und derzeit wird jetzt einfach gegessen. Wir sind in Vegas, der Flug war angenehm. Here we go. What do you got for a drink? I have a Alabama limonade. Oh yes. And what size is that? Medium. Yeah. Medium fries, medium Coke and a 6-piece nuggets, spicy with sweet and sour sauce and barbecue dip sauce. Viel Hunger, oder? Do you guys have Wendy's in Europe? No, not at all. Alright. As far as I know. He says as far as I know. So, was haben wir denn hier in Brittanys Hand? Mystery. Mystery. We're trying to grow the following, obviously, but it's also kind of just something that I think over 13. So almost 10. Morgen. Guten Morgen. Wie geht's, wie steht's? Gut. Dienstag, wir sind in Vegas. Ich habe gedacht, heute filmen wir mal Full Day of Eating. Ich bin gerade dabei, Frühstück zu machen und das letzte Video anzuschauen. Ja, das ist auch nicht super gesund. Sunflower Oil, oder? So, vielleicht mal noch ganz kurz, bevor wir jetzt loslegen. Es ist natürlich wieder ein Tag vergangen. Wir haben heute nämlich Dienstag. Das letzte Video müsste, wenn das hier rauskommt, das Video von Samstag und Sonntag sein. Samstag, Sonntag wird wahrscheinlich kombiniert, weil Sonntag sind wir nur getravelt. Also nach Camp kommt direkt Sonntag. Gestern haben wir Ruhetag gemacht. Jakob musste auch erstmal ankommen. War gestern schon trainieren, aber am ersten Tag ist besser, wenn da mal keine Kamera dabei ist. So, also für mich steht jetzt noch kurz eine Kleinigkeit an, und zwar muss ich noch Jakobs
Promotion fertig machen. Wir haben das Video gestern Nacht gedroppt und wir haben einfach nur kurz ein Bild in die Story gehauen, den Link drauf. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Facility für die Rest der Zeit hier aussieht. Okay, ich hab schon ein bisschen Footage. Also, was geht? Was haben wir hier? Warte mal, Uhrzeit, wichtig. Uhrzeit, wir sind bei Day of Genau, Day of Eating. Wir haben ein bisschen späteren Start heute, deswegen Frühstück erst um 9 Uhr morgens. Haben gestern sehr spät gegessen. Frühstück, 4 Eier. Wir haben 2 Schalen mit Fruit. Hier ist auch noch ein Cup Haferflocken drin. Also ein Cup Haferflocken, Blaubeeren, Äpfel, Datteln, Cinnamon, Mango, Chili-Pulver, Kaffee schwarz und die Supplements. That's it for breakfast. Alright, läuft. Ja. Alright. Also scharf nicht. Okay. Alright. Jakob on the camera today. Philipp fährt. Brittany ist auf dem Weg zu Pilates. Wir gehen zu Project Wellbeing. Das ist eine up-and-coming Training Facility hier in Vegas, geleitet von Coach Sean. Sehr cooler Spot. Philipp, für dich hat es da wieder Basketballplätze, also die haben da echt alles drin. Yes. Das ist ein sehr Sports Science-focused Gym hier. Das heißt, die haben echt alles an Equipment, das man sich vorstellen kann, und kaufen die ganze Zeit neues Equipment. Die sind gerade dabei, ein Yoga-Studio zu installieren. Die bauen eine Hyperbaric Chamber da rein, die bauen ein Rotlicht-Wasserbett da rein. Das heißt, während der Season werde ich da auf jeden Fall ein paar Mal vorbeischauen für Recovery. An den Off-Days ist ein guter Spot. Ansonsten Vegas-Wetter wie immer 1A, trocken, keine Wolken am Himmel, bisschen staubig. Das ist lit. Ich mache mich gerade noch ein bisschen warm. My guy Corey is going to do some soft tissue, and then wir haben heute, glaube ich, Oberkörper und Conditioning angesagt. Also mal sehen, wie es wird. Bisschen andere Location. Hallo! Erste Flasche ist leer. Viel reden können wir drin nicht bei der Mucke. Ja, Workout ist gut. Oh, der Körper fühlt sich richtig geil an gerade. Das ist so geil, wenn du dich spürst, einfach wie dein ganzer Körper alles aktiviert, alles feuert. Das ist richtig geil.
bockt sich richtig rein. Jetzt kommt hier auf einmal jemand an und will Stress. Gib mal den Ball jetzt her, zerstör dich kurz One-on-One, sagt er. Welche Linie ist NBA-Dreier? Das ist NBA-Dreier. Guck mal, wir haben hier Highschool, das wäre College, das wäre Fieber, das ist NBA. Okay, bro. Cut. Nein, kein Cut, kein Cut. Das schneiden wir in der Post raus. Vamos. Du musst erstmal warm werden. Okay, dann machen wir Shootout. Bist du echt da mit deinem Workout? Ja, wir sind fertig. Okay, Jakob wirft sich warm, dann seht ihr One-on-One Shootout. Yeah. Aber mach Highschool-Dreier. Dein Release Point. Ja, das ist hier Release. Yes. Workout ist durch. Wir haben gegessen, Frühstück gegessen um kurz vor 9. Jetzt ist kurz vor 12. Das heißt, time for Protein Shake. Hier sind ungefähr, ich glaube, 40 bis 50 Gramm Protein drin. Schönes ISO-Whey. Normalerweise, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich in der Facility bin, mache ich mir einen Shake mit ordentlich Früchten drin, also Blueberries, 2 Scoops Protein, Spinat und den ganzen Sachen. Aber wenn du unterwegs bist, dann ist das Beste, wenn du einfach immer eine Shaker-Bottle dabei hast. Ansonsten schlägt der Katabole Teufel zu.
den ich dir beigebracht habe. Und dann gehen deine ganzen Gains kaputt. Deswegen immer deine Gains protecten mit ein bisschen Protein. Hey, was man hier auf jeden Fall noch erwähnen sollte, ist, das ist eine halbe Baustelle. Oh ja, genau. Also dieser Spot hat vor kurzem erst aufgemacht. Die haben sehr viel expandiert und haben jetzt aber halt das Problem gehabt dieses Frühjahr, dass die ganzen Supply Chains hier im Arsch sind. Hier kommt ein Yoga-Studio und Pilates-Studio rein. Die werden später hier Saunas haben, Hyperbaric Oxygen Chambers, Float Tanks, rotes Lichtbetten. Das heißt, während der Season werde ich hier viel hinkommen, um an meinem Off-Day Recovery Modalities zu machen. Ja. Und jetzt nervt das Gepiepse einfach während dem Training. Love you. Wie viel Grad hat es eigentlich draußen? Jetzt frag mal Apple. 44 Grad Celsius. Welcome to Vegas. So, also wir sind wieder zurück am Haus. Wir haben jetzt hier kurz ein paar Minuten und dann hauen wir ab. Jakob hat einen Friseurtermin und ich gehe so lange was essen und besorge mir Basketballschuhe, dass ich hier auch mal ein bisschen richtig spielen kann. Kurzes Müsli gemacht. Da muss ich mir auch nirgendwo teures Essen kaufen, sondern ich gehe einfach direkt Basketballschuhe kaufen. Ich fährt einfach ein Haus, Bro. Okay, Haus fährt auch mal kurz über den Highway. Vorne ist der Rest vom Haus. Da vorne fährt der Rest vom Haus. Da fährt das Wohnzimmer, hier ist das Schlafzimmer. Ja, und, hey, wir könnten den Moment mal kurz nutzen. Genau. Und zwar haben wir ja heute so ein bisschen das Thema Ernährung im Video. Ja, also ich habe einen Ernährungsplan von unseren Nutritionists vom Team. Du kannst sozusagen denen ein bisschen sagen, was deine Ziele sind. Willst du Gewicht zunehmen, abnehmen, Maintenance, einfach beim gleichen Gewicht bleiben und ein bisschen Fett abnehmen, war sozusagen mein Ziel. Die haben mir dafür einen Plan geschrieben. Die Pläne sind zwar berechnet auf genaue Kalorien und so weiter, aber dann in der Umsetzung geben die dir Gewichte und ungefähre Measurements, die du dann umsetzen kannst. Ja? Also wird dir dann zum Beispiel angegeben, wie viel Gramm oder wie viel Ounces an Fleisch du zum Beispiel pro Mahlzeit essen darfst. Welches Fleisch dann du genau nimmst, ist dir selber überlassen. Und je nachdem, was für ein Fleisch du natürlich auswählst, sind die Makros ein bisschen anders. Ja? Also wenn du jetzt ein sehr leanes Fleisch nimmst wie Chicken Breast, dann sehen die Makros anders aus, als wenn du ein Steak isst. Aber im Grand Scheme of Things ist es eben einfach nur wichtig, dass du sozusagen deinen Proteinbedarf deckst, ungefähr die Angaben für Carbs beachtest. Also bei mir sind die Carbs zum Beispiel dann eine Scheibe Toast. Ja? Die sagen mir nicht genau, was für ein Toast ich da nehmen kann. Das heißt, natürlich sind da die Makros nicht ganz genau. Aber das Ganze kommt ungefähr hin und ich habe das Glück, dass meine Freundin Nutrition und Dietetics studiert hat. Das heißt, die nimmt dann den Plan vom Team nochmal und geht da selber nochmal drüber und tut das Ganze dann nochmal umsetzen in genaue Mahlzeiten. Ja, also sie hat mich natürlich gefragt, okay, was willst du essen, was für Fleisch magst du, da bringt da ein bisschen Abwechslung rein und so tun wir ungefähr unseren Einkauf dann auch gestalten. Also wenn wir shoppen gehen, kaufen wir dann direkt das Fleisch ein für die Woche, tun es danach direkt abmessen, abpacken, meistens Meal preppen und wenn ich dann zu Hause bin, muss ich nur ein bisschen Reis kochen, das Fleisch in den Ofen hauen, einen Salat machen und fertig. Thema Makros vielleicht noch, also die Kalorienzahl bei mir genau auf das letzte Kalorien zu treffen, ist nicht so wichtig, weil meine Belastung auch immer anders ist, ja? Und ich ja nicht trainiere für ein Bodybuilding-Event, wo ich jetzt irgendwie
besonders viel einfach leane Masse haben will. Ja? Bei mir geht es hauptsächlich um Performance, dass sich mein Körper gut anfühlt und dass ich eben über meine Ernährung alles tue, um meine Inflammation niedrig zu halten und gleichzeitig alle Vitamine und Nährstoffe aufnehmen. Inflammation heißt? Entzündungswerte, genau, um meine Entzündungswerte niedrig zu halten, damit mein Körper schnell recovert von den Trainingseinheiten und ich einfach im Training performen kann. Das heißt, an Tagen, wo mein Training auch extra lang ist und ich vielleicht ein paar extra Sessions eingebaut habe, noch eine Pilates- und Yoga-Session mache, esse ich auch einfach ein bisschen mehr, weil ich weiß, okay, ich habe mehr verbrannt. Und genauso an Tagen, wo ich weniger mache, tue ich dann zum Beispiel einen von meinen Snacks weglassen und meine Mahlzeiten einfach ein bisschen leaner gestalten. Und so lernst du einfach mit der Zeit genau, was dein Körper braucht und wie du das Ganze gestaltest. Und jetzt kommt hier gerade ein epischer Moment auf mich persönlich zu. Ich sehe zum ersten Mal das Allegiant Stadium. Wow! Was ein Teil, Mann. Das ist crazy. Das ist ein heftiger Block. Die putzen es auch noch gerade, die Fenster putzen draußen, damit es glänzt. Also Jakob und ich sind jetzt auf dem Weg zum Friseur und danach besorgen wir uns Basketballschuhe. Mittlerweile muss nicht nur ich Basketballschuhe kaufen, sondern er auch, weil er hat gerade eine Einladung bekommen. Hier läuft ja gerade die NBA Summer League und da ist ein Pickup-Game für Sportler und eingeladene Gäste im Anschluss eines NBA Summer League Games und Jakob wird mitspielen. Ja, mal sehen, Bro. Mal sehen, ob mein Jumper so wet ist wie Dirt. Das heißt, wir besorgen uns beide noch ein paar Schuhe. Dann mal schauen, heute Nachmittag, heute Abend wollen wir mal ein bisschen lockerer, ruhiger machen. Weil die Brittany schon eine Freundin, die gesagt, da hat und die gestern nachts feiern waren, war bis um 12 abends Trubel bei uns im Haus. Und dann kamen die halt heute Morgen um 5 heim und sind irgendwie die Treppen runtergeflogen. Und danach waren wir beide halt auch wieder wach. Also grundsätzlich, so gesehen haben wir eigentlich nur 5 Stunden Schlaf gehabt. Was halt nicht wirklich optimal ist. Aber das füllen wir heute Nacht wieder auf. Machen wir mal einmal 360 Grad vorher nachher. Was würde Jakobs Seitenpolizei gerade sagen? Seitenpolizei sagt aber direkt festnehmen. Let us see. Ooh. Let's go! Thank you, bro. I appreciate you. So Jakob is big into coffee places now. Okay. Yeah. So this is, in my humble opinion, the best coffee place in Vegas. Java Coffee Roasters, Java Tree Coffee Roasters here. They roast the coffee right here with this machine, and whip it up for you right there. Hello. That means you like my coffee. Yeah. We're back. We're back. Hi. This is my cousin from Germany. Hi, cousin. Nice to meet Germany. you. Welcome. Yeah. Thank How you. is it? It's great. You like great. it? Yeah. No. No, I've been here for a couple of times already. Oh, okay. Okay. Yes. Good. So, what to get? Just black, I think last Black? time. Yeah. I Okay. think. So what about some good caramel macchiato? Let's do that. Yeah? Let's do that, yeah. Spice it up. Alright. That was a nice woman. Yes, coffee is hitting here, bro. Basketballschuhe holen. Dafür müssen wir dazu sagen, vielleicht noch, dass wir uns jetzt so richtig, wir gehen jetzt so richtig in das Center von Vegas rein, in die Touristenfalle Nummer 1, Caesars Forum Shops. Ja. Sorry. It's winning. Yeah. Might do this later. Where is Nike? Wir sind hier. Ja, wir sind hier. We're looking that way. Okay, wir müssen all the way durch. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, hier gibt es so jede Brand ungefähr, die ich aus jeglichen Einkaufszentren der Welt gesehen habe. 100%. Also in Forum Shops hier gibt es echt alles, was du vorstellen kannst. Ja, ich wollte, wenn wir teure Schuhe holen würden, hier Urban Necessities,
Gibt es die ganzen Limited Sneaker. Bro. Damn, Bro, Feueralarm. Okay, aber die Leute chillen, ich glaube es heißt Leute. Aber die Leute chillen, ich glaube es heißt Leute. Also, war nur Training. Testalarm. So, was sticht dir als erstes ins Auge, Bro? Als erstes Auge würde ich sagen, sowas hier. Bam. LeBrons? Bromance. Vielleicht hole ich mir die in einem anderen Colorway. Weil die was? Findest du gut? Ja. Wir haben einmal LeBrons, ich weiß gar nicht welche Nummer, welches Jahr. Und hier haben wir Giannis Antetokounmpo, Signature Shoe. Ich finde, der Giannis sieht schon krass aus. Wir haben so eine bessere Federung. Was hat Damien mit dir gewettet neulich? Bro, Damien und ich haben gewettet, ob ich danken kann oder nicht. Ich habe den Proof, ich habe den Video-Proof. Er hat nicht dran geglaubt, er hat mir sogar 3 Versuche gegeben, Bro. Richtig peinlich, aber ich habe ihn natürlich direkt. Ich kann mich noch an eure Diskussion beim Essen erinnern. Ja, das war, als wir noch bei IPS trainiert haben, ne? Ja, genau. Ja. Letztendlich haben wir uns für keinen von denen entschieden. Irgendwie haben die nicht richtig gehittet, so. Nicht so. Wenn wir uns jetzt schon welche ziehen, vor allem ich habe eigentlich welche zu Hause und Jakob braucht nur ein paar und die behält er wahrscheinlich ewig, weil er sie gar nicht runterspielt. Wir müssen die schon richtig sitzen. Favoriten auf jeden Fall. Ich gebe dir glaube ich einfach nochmal. Ich will auf jeden Fall nochmal bei Famous vorbeischauen. Neue Favoriten für Jakob. Not bad, not bad. Ich glaube, die passen gut zu dir. Okay, Schuh 1 ist in the bag. Kamera hat gleich keinen Akku mehr. Jetzt suchen wir noch die letzte für Jakob und dann haben wir das Thema erledigt. Mit 1% left on the battery. Cheers! Hier stoßen wir an. Hey. Ich weiß aber gar nicht welches Model. Die Witness 7. Alright, wir waren jetzt ein bisschen unterwegs, es hat sich alles länger gedauert, alles verzögert. Ich werde trotzdem noch meine ganzen Meals reinkriegen heute. Das ist jetzt Lunch. Wir haben bei mir immer 10 Ounces of Meat. Wir haben hier Mackerel. Das ist ein sehr gesunder Fisch. Dazu ein bisschen Salat, weißer Reis, ganz einfach. Ja, das ist Beginn, Bro. Kurz, wieso hat sich so verzögert? Ich hatte ein Haircut-Appointment. Wir mussten noch Basketballschuhe finden und dann sind wir hier im Traffic ein bisschen gewesen in Vegas. Aber Hauptsache das Essen ist jetzt fertig. Darum trinkt man immer den Proteinshake, weil ohne den Proteinshake hätte ich jetzt gar nichts im Magen gehabt. Mit dem Proteinshake habe ich zumindest ein bisschen Protein gehabt, bis ich jetzt richtig essen kann. Aber wen soll er denn covern? Ja. So, hier steht direkt einer drüber. Weißt du, ich meine, immer wenn du ein Cap DB hast, das ist direkt Alarm für Blitz. Auf der anderen Seite, die spielen Levels, auf der anderen Seite, die covern einfach. So, Das ist ich sehe nur so, Line Clinic. wenn du die Defenses anschaust, der Unterschied zu NFL-Defenses. Oh, das ist Respekt. Ist wie die zum Beispiel die Overwooden Wir haben noch einen Cake am Ende, ein Pancake. Die Receiver. Geiles Cake. Guckt euch das an. Das ist heftig. Geil, geil, geil. Das ist heftiges Block. Shoutout an Viennas Finest. Die laufen hier so Crossing-Routen, ne? Viele. Und was in Deutschland viel passiert, ist, dass die Verteidiger auf der anderen Seite, das ist nicht, also in den USA ist es manchmal plastern, ja? Wenn der Verteidiger jetzt hier zum Beispiel in der Hookzone sitzt, hier aber nichts läuft, dann in den USA geht, sobald der sieht, also der sieht den Outside Receiver, sieht, okay, der läuft eine Route, die ich nicht covern muss, dann geht ihm sein Kopf direkt und er sucht die Crossing-Route, die zu ihm kommt. Und das ist so eine Sache, die mir noch irgendwann manchmal auffällt, die noch ein bisschen. In so einer Situation. Und die wird ein bisschen strugglen, weil dann sitzt er da in der Zone und der Mann ist 2 Schritte links von ihm und fängt den Ball, weil er halt nicht hingeguckt hat und die 2 Schritte in die Zone gemacht hat. Wirklich guten Raumverlust. So, ein kleiner Nachtrag vollständigkeitshalber. Philipp pennt schon, aber hier ist mein Dinner. Wir haben wieder ein bisschen Fleisch, ein bisschen Reis, ein bisschen Grünzeug, ein bisschen Rotzeug. Ja, das ist meine Dinner Plate. Und das war's für heute. Hi.
Hier kommt das Outro. Es ist zwar schon der nächste Morgen, aber ihr habt jetzt mal einen Tag gesehen, was ich esse. Und ja, danke fürs Einschalten. Like, subscribe, comment. Sagt, was ihr als nächstes sehen wollt. Peace.